22. Juni 1941. Die Operation Barbarossa, der deutsche Angriff gegen die Sowjetunion, begann. Der zwingend notwendig gewordene deutsche Präventivschlag traf die Rote Armee überraschend während ihres eigenen Aufmarschs. Die Piloten der Luftwaffe waren angewiesen, den Feind am Boden und in der Luft zu zerstören. Der deutsche Angriff kam dem sowjetischen nur um 10 Tage zuvor. Die Wehrmacht schlug sich im Norden in Richtung Leningrad, im Süden nach Stalingrad durch. Endziel war Moskau. Die Rote Armee befand sich im Rückzug. Die Rote Luftwaffe konnte sich nicht mit der überlegenen Luftwaffe der Deutschen, deren Flugzeugen und Piloten messen. In der ersten Woche wurden 4000 sowjetische Flugzeuge zerstört. Die Rote Armee fiel zurück. Hitler hoffte, bis zum Winter zu siegen. Der russische Riese hatte einen schweren Schlag erhalten. In panischer Eile verlegten die Sowjets Fabriken hinter die Berge des Urals und bauten Flughäfen nicht erreichbar für die Luftwaffenbomber. Neue und bessere Jagdflugzeuge rollten vom Fließband. Neue Piloten wurden schnell geschult. Der deutsche Vormarsch blieb im russischen Winter vor den Toren Moskaus stecken. Russland fand einen mächtigen Verbündeten. Der Winter brach an. Es tobte ein schlimmer, erbarmungsloser Sturm von Schnee und Eis. Adolf Galland, 4-mal von Hitler selbst ausgezeichnet, jüngster General der Luftwaffe, 104 Abschüsse. Der Winter und der Sumpf waren ein gewaltiges Hindernis. Dann brach die Kälte herein. Der Wind und der Schnee, das waren Anforderungen, auf die die Luftwaffe in keinster Weise vorbereitet war. Für die Piloten gab es außerdem noch die Probleme des Startens und des Landens im tiefen Schnee. Die heutigen Piloten haben wahrscheinlich gar keine Vorstellung mehr, unter welchen Voraussetzungen geflogen werden musste. Der Sumpf, der Schnee, die Felsen. Als der Winter immer härter wurde, kamen Piloten der Roten Armee. Sie schworen, bis zum letzten Atemzug und zum letzten Tropfen Blut zu kämpfen und zu erobern. Wir Jagdflieger damals dachten nur daran, unser Mutterland zu verteidigen. Zu keiner Zeit dachten wir über den Tod nach. Der Grund hierfür war wohl die Art unserer Erziehung. Die Russen gaben nicht auf, obwohl der Winter seinen Preis verlangte. Hitler war gezwungen, es bei dem Vorstoß auf Moskau zu belassen. Die Sowjets waren bereit zum Kampf, als Hitler sein Augenmerk nach Süden Richtung Stalingrad lenkte. Sowjetische Kampfflugzeuge versuchen ins Grenzgebiet einzufliegen. Die Flakartillerie schießt eine dichte Sperre. Getroffen! Die Feindmaschine stürzt brennend ab.
Hälfte eines abgeschossenen sowjetischen Bombers. Nur ein Besatzungsmitglied konnte sich mit dem Fallschirm retten. Schon in den ersten Kampftagen errang unsere Luftwaffe die Luftherrschaft über Sowjetrussland. So wurden in den ersten 7 Tagen 4.107 bolschewistische Flugzeuge abgeschossen oder am Boden vernichtet. Start zum Feindflug. In geschlossenem Verband geht es dem Ziel entgegen. Bomben auf sowjetische Truppenansammlungen, Marschkolonnen auf Befestigungen und Verkehrsanlagen. Die feindliche Flak schießt aus allen Rohren, aber unbeirrt setzen die deutschen Flugzeuge ihren Weg fort. Feindliche Kolonnen werden mit Bordwaffen bekämpft, im Wald versteckte Truppen und Vorratslager angegriffen. So unterbindet die deutsche Luftwaffe den feindlichen Nachschub zur Front, trifft den Gegner vernichtend auf seinen Rückzugsstraßen, greift mit voller Wucht weit im Hinterland die feindliche Rüstungsindustrie an und gibt damit den Verbänden des Heeres in zerschmetternden Angriffen eine unersetzliche Hilfe. Die vorbildliche Zusammenarbeit der Wehrmacht hat jetzt schon zu geschichtlichen Erfolgen geführt. Das deutsche Volk ist seinen tapferen Soldaten wahrhaft zu tiefem Dank verpflichtet. Die Operationen im Osten nehmen auf der ganzen Front ihren planmäßigen Verlauf. Bei einer Aufklärerstaffel an der Ostfront. Ein Nahaufklärer startet zum Feindflug. Unter uns marschierende bolschewistische Kolonnen. Nach der Landung wird das Material sofort entwickelt und ausgewertet. Diese Luftbildaufnahmen geben der Truppenführung wertvolle Unterlagen für ihre Entschlüsse. Aufgrund der Meldungen der Aufklärer werden Kampfflugzeuge eingesetzt. Bomben auf feindliche Truppenansammlungen, Vormarschstraßen und Verkehrsanlagen. Der Feind wird weit hinter seiner eigenen Front schwer getroffen. Und hier die Befestigungswerke von Lemberg, die von unserer Luftwaffe in rollendem Einsatz angegriffen und zum großen Teil dem Boden gleichgemacht wurden. Auch in diesem Frontabschnitt eilen die Geschwader unserer Luftwaffe den Erdtruppen weit voraus und treffen den Feind bereits in seinen rückwärtigen Verbindungen. Zerstörer vom Typ Me 110. Angriff auf einen feindlichen Flughafen.
Maschinen werden am Boden vernichtet. Diese Zeitlupenaufnahmen wurden mit einer eingebauten Kamera gemacht. Da, ein bolschewistischer Bomber. Er kann unseren Zerstörern nicht mehr entkommen. Brennend stürzt der Bomber in die Tiefe. So wurden bis zum 1. Juli fast 4.800 Flugzeuge der bolschewistischen Luftwaffe vernichtet. Bolschewistische Flieger. Alarm! Sie greifen einen Flugplatz an. Der Flugplatz blieb völlig unbeschädigt. Es gab nur einige belanglose Sprengtrichter am Rande. Ein abgeschossenes Sowjetflugzeug. Deutsche Jäger nehmen sofort die Verfolgung der übrigen auf. Einer der Bomber ist gestellt. Er versucht zu entkommen. In dieser Zeitlupenaufnahme wird die Treffsicherheit unserer Jäger besonders deutlich. Erledigt. Ein zweiter Bomber wird aufs Korn genommen. Auch er wird außer Gefecht gesetzt. Die Sowjets haben auf dem Rückzug große Strecken von Wäldern in Ausführung der von Stalin selbst gegebenen Weisung in Brand gesteckt. Sie hofften, den deutsch-finnischen Vormarsch damit aufhalten zu können. Schon aber steht eine Vorausabteilung dicht vor Salah und kämpft sich immer näher an diesen Ort heran, der von den Bolschewisten zäh verteidigt wird. Am 8. Juli nahmen die deutschen Verbände, durch Umfassungsbewegungen finnischer Kräfte unterstützt, diesen befestigten Platz. Lagebesprechung auf einem Feldflughafen im hohen Norden. Ein finnischer Offizier. Stukas fertig zum Feindflug. Sie sollen die bolschewistischen Stellungen um Salah sturmreif werfen. Vor dem Start muss der Platz von Renntieren freigemacht werden. Hier liegt bis in den Sommer hinein Schnee. Bomben auf feindliche Feldstellungen. Dort unten brennen die Wälder.
Radar zum Angriff auf sowjetische Marineeinheiten im Weißen Meer. Mit Bordwaffen gegen ein Vorpostenboot, das im Laufe dieses Gefechtes vernichtet wurde. Ein zweites Schiff wird angegriffen und ebenfalls schwer getroffen. Deutsche Kampfgeschwader im Angriff auf sowjetische Truppen im Raume des Peipussees. Sowjetische Jagdflugzeuge. Ihr Angriff wird von den Bordschützen abgewiesen. Der Pilot unserer Maschine ist verwundet. Trotzdem bleibt er am Steuer. Deutsche Jäger kommen heran. Sie stürzen sich sofort auf die Sowjetflugzeuge. Am 10. Juli behauptete die Moskauer Zeitung Izvestia, dass die deutschen Flugzeuge in diesem Kriege von sich aus noch nicht ein einziges Mal einen Luftkampf begonnen hätten, weil ihnen das verboten worden wäre. Der sowjetamtliche Heeresbericht versicherte am 14. Juli erneut, dass die deutsche Luftwaffe Luftkämpfe vermeide. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Feindmaschine auf Feindmaschine wird vernichtend getroffen. In kürzester Zeit ist der bolschewistische Verband aufgerieben. Unsere Flieger beherrschen den Luftraum. Und hier Angriff mit Bordwaffen auf bolschewistische Truppentransporte. So hatte unsere Luftwaffe durch Zerstörung des feindlichen Eisenbahnnetzes dem Gegner schon jetzt jede weitere Möglichkeit einer Gegenoperation größeren Stils genommen. Ehe das wichtige Kriegsmaterial, das von diesen Zügen transportiert wurde, die Front erreichte, war es schon vernichtet. Das Ziel der deutschen Luftwaffe zu Beginn des Russlandfeldzuges war die schnellstmögliche Erringung der Luftherrschaft über der Sowjetunion. 4 deutsche Luftflotten mit einem Gesamtbestand von insgesamt 1280 Flugzeugen standen am 22. Juni 1941 bereit. 510 Kampfflugzeuge, 290 Stukas, 440 Jäger und 40 Zerstörer der deutschen Luftwaffe eröffneten die Kampfhandlungen der Luftstreitkräfte. Die sowjetische Luftwaffe verfügte in etwa über 3-mal so viel Flugzeuge. Der deutsche Angriff läuft mit der Präzision eines Uhrwerkes ab. Hunderte sowjetischer Flugzeuge gehen bereits am Boden in Flammen auf. Die Stukas der deutschen Luftwaffe können ganze Staffeln und Geschwader
auf den Feldflugplätzen aufgereiht, zerstören. Der deutsche Präventivschlag traf die rote Luftwaffe verheerend. Auf den sowjetischen Flugplätzen standen Massen von Bombern, Jägern und Schlachtfliegern fein säuberlich aufgereiht, wie auf dem Präsentierteller in unmittelbarer Nähe der deutsch-sowjetischen Grenze. Die Sowjets wurden inmitten ihres eigenen Aufmarsches gegen das Deutsche Reich schwer getroffen. In ihrer bekannten Nachlässigkeit glaubten sie nicht an die Möglichkeit eines deutschen Überraschungsangriffes als Gegenmaßnahme. Im Sommer und Herbst 1941 kämpften 2/3 der deutschen Luftwaffe an der Ostfront. Das restliche Drittel kämpfte entweder im Mittelmeerraum oder an der Kanalküste. Die Erfolge der Luftwaffe im Osten waren gigantisch. Der notwendige Nachschub aber konnte mit dem Materialverschleiß nicht Schritt halten. Die Einsatzstärken der Kampf- und Jagdgeschwader sanken immer mehr ab. Oft standen nur einzelne Maschinen an ganzen Frontabschnitten zur Verfügung. Die gewaltigen Erfolge dieser wenigen Piloten sind daher umso höher zu bewerten. Häufig auf sich allein gestellt, mussten sie sich gegen eine Überzahl feindlicher Maschinen erfolgreich durchsetzen. Der deutsche Ostfeldzug überforderte die Luftwaffe vollends. Die Luftschlacht um England hatte tiefe Spuren im Bestand aller Geschwader hinterlassen. Eine Vielzahl erfahrener Piloten war entweder abgeschossen worden oder in Kriegsgefangenschaft geraten. Darüber hinausgehend war der Flugzeugbestand der Luftwaffe nicht für einen strategischen Luftkrieg gegen ein so großes Land wie die Sowjetunion geeignet. Es fehlten viermotorige Langstreckenbomber für die Bekämpfung weit hinter der Front liegender Rüstungsstätten. Panzer, Flugzeuge, Geschütze sowie zahlloses Kriegsgerät aller Art konnte in der Sowjetunion nahezu ungestört gebaut werden. An den Fronten tauchten daher immer wieder neue Maschinen auf, die in die Schlachten geworfen werden konnten. Die sowjetische Flugzeugproduktion konnte ständig gesteigert werden. Auch wenn die tapferen Piloten der Luftwaffe zahllose Feindmaschinen immer wieder abschossen, es kamen immer wieder neue hinterher. Bei gleichzeitigem ständigen Absinken der eigenen Bestände. Viele Hunde sind eben des Hasen tot. Er mag noch so geschickt und listig sein. Irgendwann kommt auch für ihn ein Moment der Unachtsamkeit, ein Moment der Erschöpfung. Dann war meist immer irgendein Feind gerade zur Stelle. Er musste nicht unbedingt der Bessere im Luftkampf sein, oft genügte es, einfach nur der Frischere zu sein. Hermann Göring, der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe, war eine fatale Fehlbesetzung für eine so wichtige Position. Sein übertriebenes, popanzartiges Gehabe stand im krassen Gegensatz zu der oft schlichten Einfachheit seiner kämpfenden Fliegertruppe. Die Piloten der Luftwaffe mussten ausbaden, was ihnen ihr Oberbefehlshaber regelmäßig einbrockte. Im Grunde genommen war die deutsche Luftwaffe während des gesamten Ostfeldzuges nur eine Unterstützungstruppe der Heeresverbände. Der deutsche Angriff im Juni 1941 war ein äußerst gewagtes Unternehmen Hitlers. Seine Planungen basierten auf der Voraussetzung, dass ein Niederringen der Sowjets bis zum Winter 1941 gelang. Für einen länger andauernden Krieg waren weder die Heeresverbände noch die Fliegertruppe entsprechend ausgerüstet. Da der Frontnachschub der Sowjets nicht dauerhaft unterbunden werden konnte, musste sich die militärische Lage zwangsläufig zugunsten der Russen verändern. Die amerikanischen Hilfslieferungen an Kriegsgeräten aller Art beschleunigten diese Entwicklung noch. Die eigentliche Aufgabe der Luftwaffe während des Ostfeldzuges, der strategische Luftkrieg, konnte aufgrund ihrer zu schwachen Kräfte und nicht vorhandener, für diesen Kriegsschauplatz geeigneter Flugzeugtypen nicht erfüllt werden.
Der damit verbundene, irgendwann eintretende Verlust der Luftherrschaft war nur eine Frage der Zeit. Mit jedem Kriegsmonat wurde die Siegchance immer unwahrscheinlicher, die Versorgungslage an der Ostfront immer prekärer. Juli 1942, Operation Edelweiß. Die deutsche Sommeroffensive brachte enorme Raumgewinne im Mittelabschnitt. Stalingrad wurde zum Wendepunkt des Kriegs. Ein Haus nach dem anderen, jeder Zentimeter Boden ist mit Blut getränkt. Über Stalingrad war die rote Luftwaffe zu neuem Leben erwacht. Amerika trat in den Krieg ein und lieh den Russen moderne Jagdflieger, um die schweren Verluste wieder gutzumachen. Sie nannten dies die Land-Lease-Politik. Sobald das amerikanische Hilfsprogramm in Gang gebracht worden war, bekamen die Russen 40.000 Lastwagen und 14.000 Flugzeuge von den Amerikanern. Das war das Resultat dieser militärischen Unterstützung und unser Untergang. Plötzlich war die Dominanz der Luftwaffe am Himmel nicht mehr gesichert. Deutsche Piloten mussten sich mit einer neuen Generation von Bodenangriffsjagdflugzeugen wie der Stormovik auseinandersetzen. Die beste Möglichkeit, sie abzuschießen, war, entweder zu versuchen, die Tragflächen oder den horizontalen Stabilisator zu treffen. Durch die amerikanischen Hilfslieferungen verfügten die Sowjets jetzt über hochwertige Waffen. Die deutsche Armee verblutete in Stalingrad. Die Schlacht dauerte vom Frühjahr über den Sommer bis in den Herbst. Die Russen hatten andere Pläne, einen massiven Gegenangriff. »18. November 1942, 1 Million sowjetische Soldaten, mehr als 1000 Flugzeuge und 900 Panzer waren bereit. Die Rote Luftflotte gab ihren besten Piloten die P-39 Air Cobra, neu angefordert aus Amerika. Es war wirklich ein Feuerschwert. Wenn man sich damit bis zu 30 Meter dem feindlichen Flugzeug näherte und dann das Feuer eröffnete, zerfiel dieses in 1000 Stücke. Die Rote Armee kesselte die 6. Armee in Stalingrad ein. Es wurde eine katastrophale Niederlage für die Deutschen. Von 180.000 in Kriegsgefangenschaft geratenen deutschen Soldaten überlebten nur 5.000. Hitler drängte seine Generale darauf hin zur Operation Zitadelle. Er wollte den russischen Feldzug noch retten. Die größte Panzerschlacht des Krieges stand bevor. Juli 1943. Nahezu 1 Million Mann, 2700 Panzer und fast 2000 Flugzeuge versammelten sich außerhalb der Stadt Kursk. Die Russen waren durch ihren Spionagering Lucy bereits gewarnt. Als die deutschen Tiger- und Panther-Panzer rollten, waren die Russen bereit. Innerhalb eines Jahres hatte sich die Rote Luftwaffe in ihrer Größe verdreifacht.
Keine Seite gab sich geschlagen. Die Sowjets verloren 1800 Panzer, die Deutschen beinahe eine gesamte Panzerdivision. Etwa 2000 Panzer wurden vernichtet, während des größten Aufeinandertreffens von Panzern während des Krieges. Die Frage der Motivation zu dieser Zeit sollte wohl so gesehen werden: Wir hatten unsere besser erfahrenen Kollegen, die unsere Vorbilder waren und uns sagten, warum wir da waren und was unsere Pflichten seien. Das Wort Pflicht war sehr wichtig für uns. Aber nur der Pflichtgedanke alleine genügte nicht. Man muss schon von dem, was man macht, überzeugt sein und wissen, dass es erfolgreich, richtig und sinnvoll ist. Als der Winter 1943 hereinbrach, war klar, dass der deutsche Vormarsch endgültig in den Weiten Russlands stecken geblieben war. Im nächsten Jahr 1944 würde die deutsche Front zusammenbrechen und die Sowjets nach Westen stürmen bis in das Herz Europas. Für die Wehrmacht begann damit die Phase des Rückzugs. Es gab erbitterte Abwehrschlachten gegen einen qualitativ unterlegenen, aber materiell weit überlegenen Gegner.